Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an, was kommt überraschend und unerwartet. Der Monat ist schon bald wieder um. Was könnte es noch sein? Upsala, was uns zeitnah trifft. Wir haben die Selbstzufriedenheit. Da kümmert man sich um sich und man organisiert sein eigenes Leben so, dass man selbstzufrieden ist. Wir haben die Selbsterkenntnis, also sehr viel selbst. Und wir haben die Regenbogenforelle. Das ist schon mal gut, denn hier kommen unerwartete Begegnungen, irgendwas, wo man gewinnt oder wo man eine bestimmte Sache umdreht. Und es kann hier sehr viel daraus kommen, dass man bei sich selber anfängt. Der Hamster ist hier so zu sehen, dass wir im Prinzip unser Revier verteidigen und uns abgrenzen und uns um unser eigenes Reich kümmern und dass wir so dieses Gefühl haben, es ist alles okay, so wie es ist, ich bin in Ordnung, ich bin in Einklang mit meinem Leben und ich kann mich den gegebenen Bedingungen anpassen. Aber ich kann auch gleichzeitig für mich selbst sehr gut sorgen. Ich glaube, das ist für viele ein Thema. So, und es geht darum, es bei sich selbst, mit sich selbst gemütlich zu machen und unvoreingenommen und im Vertrauen seinen eigenen Weg zu gehen. Dann haben wir mit dem Kuckuck die Selbsterkenntnis und jeder kennt auch das Kuckucksei. Ne? Hier ist möglicherweise eine Angelegenheit, da werden uns Sachen aufgebürdet, die nicht unsere Sachen sind. Hier ist natürlich auch Energieverlust, ne? Wenn wir lang uns um Dinge kümmern und uns selbst vergessen, dann darf man da schon mal hingucken, wo man sich selbst, an welchen Platz man sich selbst stellt. Oder wo man Verantwortung übernimmt, die einem nicht gehört. Ne? Hier ist auch so, dass man ein bisschen zwischen den Zeilen hört und liest, dass man in Ruhe ist, dass man lernt, die Sachen zu prüfen oder auch, wo etwas nicht so ist, so ganz ehrlich. Ne? Wenn der Kuckuck ruft, ist es auch eine Chance, eine Richtung zu korrigieren, für die es nicht zu spät ist. Und es geht darum, sich auch Grenzen zu wahren und Signale nicht zu übersehen. Ja, und wir fragen ja, was kommt überraschend und unerwartet auf uns zu? Und hier sind es tatsächlich die Brücken zu Reichtum und Fülle und unerwarteten Begegnungen, auch in der Liebe oder irgendwelche Glücksfälle anderer Art. Da ist so ein bisschen mehr Magie wieder im Leben. Man ist in das große Ganze eingebunden und lässt es durch sich wirken. Und es geht um Kommunikation, die Erkenntnisse bringt oder auch völlig unerwartete Wenden, glückliche Fügungen und so weiter. Das freut mich natürlich. So, dann schauen wir mit den Lennys ein bisschen näher. Da kommt schon das kleine Glück rausgesprungen. Hier ist der gute Moment. Hier ist man fokussiert. Hier minimiert sich eine Energie, wo das entstehen irgendwelche Dinge, wo man von außen hier so das Gefühl kriegt, ich bin erfreut, ich bin zufrieden, etwas hat sich besser gedreht, als ich mir das vorgestellt habe. Möglicherweise geht es auch darum, mal wieder mehr mit dem Potenzial in die Welt zu gucken. Wo finde ich Glück oder wo geht es mir gut? Hier ist noch die Sonne in unserem Bewusstsein. Gute Gedanken, Kreativität, Positivität. Natürlich auch, ne? Die Sonne erhält die Gedanken oder ja, sie hat auf der bewussten Ebene schon auch so eine höhere Sphäre, aus der wir gucken.
hier sind Hindernisse und das ist jetzt wieder so speziell. Ne? Wir haben ja hier den Energieraub oder dieses Kümmern um Dinge, die uns eigentlich aufgehalst wurden. Und hier sieht man die geblockte Energie und man sieht eben, dass es Hindernisse gibt, die auf der unterbewussten Ebene da sind, die damit zu tun haben, dass wir vielleicht für uns selbst nicht genug sorgen oder auftanken. Wow, hier ist wirklich auch sehr viel Moment, wo sich wirklich alles drehen kann und wo man vielleicht in der Vergangenheit so was Ähnliches schon mal erlebt hat, aber man ist wieder in alte Muster zurückgefallen. Da ist ein Konflikt oder man nährt Konflikte oder man ist mit sich selber nicht so gut. Ne? Man muss vielleicht auch für sich einstehen. Das Klären eines Konflikts auf dem kurzen Wege. Und dann haben wir hier die positiven Veränderungen auf mehreren Bereichen. Es ist hier dann auch so, dass sich die Blockade, die sich hier gezeigt hat, wo man eben sagt, ich mache einfach weiter, ich stehe nicht für mich ein, ich lasse mir Dinge aufdrängen, die eigentlich nicht mir gehören. Es kann ja auch im Bereich sein, dass man für etwas Verantwortung übernimmt, die einem nicht gehört. Und wir haben hier die Blumen auch noch mit dabei. Also hier ist eine Veränderung, die führt zu einem gewünschten Ergebnis. Kreative Lösung, kreative Energie auf jeden Fall. Kann ja auch von außen kommen. Und man hat hier vielleicht dieses Gefühl, ich mache etwas schon immer so, es ist eben meine Lebensaufgabe. Das ist es eben nicht, wenn man merkt, es geht in die falsche Richtung. Nehmen wir mal den Begriff helfen. Dann ist allen nichts getan, wenn der Helfer leer ist. Das weiß ich aus der Pflege und aus vielen anderen Situationen. Und möglicherweise hat man hier auch dieses Gefühl, dass es langfristig so nicht zu machen ist. Oder dass etwas ewig dauert und doch nicht umgesetzt wird. Oder nicht so schnell Früchte zeigt, nennen wir das so. Ja, und hier kommt dann die Ernte oder auch den Schnitt, den wir machen. Unten haben wir die männliche Energie, das ist natürlich auch sehr passend. Hier kann man vielleicht auch in Partnerschaften mal dafür sorgen, dass jeder seins macht oder dass wir mit der Energie, die wir investieren, tatsächlich neue Türen öffnen oder von einer Situation in die nächste gehen dürfen. Hier ist man überrascht, ne? Hier kommt schöne, krasse, schnelle Veränderung, die auf jeden Fall hier mit einem Geschenk verbunden ist, das uns erfreut. Das kann hier auch sein, dass, weil wir ja die männliche Hauptperson unten haben, dass man so einem Partner alles ermöglicht oder dass man immer nur guckt, dass es dem Partner gut tut. Und hier ist es eben so, dass wir da mal was weglassen sollen, um uns selbst eine Veränderung zu geben. Ja, das passt wunderbar. Hier darf man wieder Führung aufnehmen, damit wir ins Wachstum gehen. Die Karte mit dem Hirsch fordert tatsächlich einfach auf, dass wir eine stolze Haltung annehmen, dass wir die Führung für unser Leben übernehmen, dass wir aus dem Schatten von jemand vielleicht auch hervortreten und dass wir niemand gestatten, das Licht zu schmälern in uns. Möglicherweise geht es auch darum, sich nicht mehr immer nur im Hintergrund aufzuhalten, sondern mal selbst wieder zu strahlen. Und
hier ist es so, dass man andere arg inspiriert, aber im Prinzip möchte das Leben, dass wir selbst ein Leuchtfeuer auch für uns sind und dass wir nicht klein sind oder kleiner als die anderen. Und das dient hier sehr unserem persönlichen Wachstum. Er hat wahrscheinlich unter der Oberfläche schon irgendwie was rumrumort, ne? Und man wird sich immer klarer über das, was man wirklich will. Hier ist auch sehr viel Führung von oben. Und Pilze sind sozusagen die Überlebenskünstler, wachsen durch alle Zeiten hindurch und hier entwickeln sich wunderbare Veränderungen, die sehr viel über die Selbsterkenntnis kommen. Und man befindet sich in einer Phase, wo sehr schnell rasantes Wachstum kommt. Und das zeigt hier mit der Sense die Karte auch an. Es ist eine Phase von spirituellem und materiellem Wachstum und es kann eine wilde Fahrt werden. So, ihr Lieben, wir nehmen noch einen Baum. Ein Baum, habe ich jetzt gesagt, eine Pflanze. Wir nehmen einen Baum. Jawohl. Und wir haben hier die Haselnuss und die sagt, dass sich die Schleier lichten. Also man sieht irgendwo klarer, man ist in Kontakt mit den anderen Welten und man guckt vielleicht auch hinter die Situation mehr. Und jetzt ist unterm Deck tatsächlich der Apfelbaum. Den Baum haben wir hier zweimal. Es geht um unser Leben, um unseren Kreislauf, um unsere Früchte, die wir ernten und um das Gefühl, dass wir mit allem versorgt sind, was wir brauchen. Der Apfelbaum bringt immer wieder frische Früchte hervor. Und man darf ja auch in Dankbarkeit empfangen. Ne? Ich habe so das Gefühl, einige werden hier vielleicht sich fragen, wie soll es gehen oder das Leben gibt das nicht her für mich, aber das ist hier eben in dem Bereich, wo man sich selbst durchsetzt oder wo man etwas durchboxt oder wo man sagt, jetzt ist mir so einiges klar geworden, was ich mal weglassen muss. Und ich glaube, dass auch viele sich viel kleiner halten, als sie wirklich sind. Sich selbst oder auch von anderen. Wir gucken noch eine Karte vom Orakel der Fülle. Was könnte uns da helfen? Für einige ist es ein Nebenjob. Möglicherweise wird hier auch man hat hier sehr viele Jobs und verliert sich selbst drin. Für andere ist es tatsächlich so, dass sie vielleicht ihr Arbeitsquantum reduzieren können und irgendwo kleinere Stundenanzahlen haben. Auch das kann zur Selbsterkenntnis führen, dass man sagt, okay, ich kürze irgendwo was und manchmal habe ich vielleicht weniger Geld, aber dafür geht es mir gut und ich habe Zeit für mich. Es ist so, dass wir ja hier das Unerwartete haben, hier und hier irgendwo auch, denn hier kürzt man etwas oder man verkürzt irgendetwas, an dem man arbeitet. Hier ist der Job drauf, ne? Der Lebensjob, der Nebenjob, was auch immer. Oder es bezieht sich tatsächlich auf jemanden, der sich immer noch mal was aufhalsen lässt. Und unterm Deck haben wir halt auch die Ersparnisse. Ne? Im Prinzip ist es so, dass einen das Ganze mehr kostet, als es einem bringt. Und hier ist es so, dass man für sich selbst was wegtut, ne? Dass man für seine Zukunft was spart oder was aufhebt von seiner Energie und dass man auch was beiseite hat, denn das ist Teil der Selbstfürsorge für neue Möglichkeiten, in denen wir uns tatsächlich auf unsere Dinge konzentrieren und die Sachen nutzen können, die uns auf den Weg fallen. So. Richtungswechsel oder Kurskorrektur und unten habe ich noch, manchmal muss man einen klugen Zug machen. Ja,
Ich finde, die 2 Karten passen nämlich hervorragend dazu, denn wenn man sich überall Jobs aufdrücken lässt, dann braucht man seine eigenen Ersparnisse auf und hat dann keine Zeit mehr für irgendetwas oder irgendwelche Dinge, die einen selbst zufrieden machen. So, dann haben wir hier die Geheimnisse. Was möchte uns die Seele noch mitteilen? Und hier geht es um eine Sache, die man tief in sich vergraben hat, worüber man vielleicht nicht sprechen will oder wo man Türen in sich verschlossen hat. Da darf man mal genau hingucken und sich auch sicher fühlen. Unterm Deck haben wir noch die Farben des Lebens. Das passt auch sehr gut, denn hier ist es so grau irgendwo, grau in grau. Alles ist voller Monotonie und hier geht eine Fülle von Möglichkeiten auf, die Farbe ins Leben bringt. Und das passiert eben auch durch uns selbst, indem wir etwas ausprobieren, was wir vielleicht vorher nicht gewagt haben. Spannend und zutreffend. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.